Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Mein Name ist Annalena Doberschütz und ich freue mich, dir heute meinen Beitrag zum Stempeltechnik-Video-Hop der Stempelfamilie mit Freunden zu zeigen. Hier siehst du auch schon die Box, die ich dafür mit der Baby-Wipe-Technik bzw. Feuchttuchtechnik vorbereitet habe. Und es ist ja ein Video-Hop, deshalb findest du unter dem Video in der Beschreibung und am Ende des Videos die Verlinkung zu der gesamten Liste. Da findest du dann auch die Videos von Angela, von Irmtraut, von Karin und von Merle. Schaut auf alle Fälle rein, sind schöne Videos geworden, jeder mit einer anderen Technik. Ist wirklich was Schönes für jeden dabei. So, dieses hier hatte ich ja schon im letzten Video angekündigt. Ne? Da hatte man auch das ganze Papier gesehen. Und jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. So, ihr seht, die Stempelabdrücke sind mit unterschiedlichen Farben. Normalerweise stempeln wir mit einer Farbe. Das sieht dann so aus. Man könnte jetzt mit den Stampin' Up! Write Markern den Stempel jedes Mal bemalen mit unterschiedlichen Farben. Das ist kein Thema bei den Gummistempeln. Und dann draufstempeln. Müsste man aber jedes Mal neu bemalen. Und an dieser Stelle, weil das so aufwendig ist, kommt die Baby-Wipe-Technik ins Spiel. Legen das hier einmal beiseite. Die schöne Box. Dafür brauchst du Feuchttücher für Babys und die Nachfüller von Stampin' Up! Ich habe mich jetzt, beziehungsweise halt, nochmal ins Bild. Das hier habe ich mit den anmutigen Blüten gemacht. Und heute arbeite ich mit dem Stempelset aus der Natur. Also, die Feuchttücher am besten Teller drunter, weil es sifft mich sonst, dann habt ihr einen dreckigen Tisch. Das wäre nicht so cool. Und den Nachfüller. Ich habe mich hier entschieden für Farngrün, für Olivgrün. Die brauche ich später und für Lindgrün. Ja. Und davon gibst du auf das Feuchttuch von jeder Farbe so 3 bis 4 Tropfen schön verteilt. Du siehst, die breiten sich aus. Der hier hat jetzt noch einen Tropfen dranhängen. Will ich nicht. Geben wir mal ab. Und die Tropfen breiten sich aus, sodass die Farben zusammenkommen. Und damit die jetzt alle sich dann noch ein bisschen mehr verbinden, nehme ich von dem Lindgrün ein bisschen mehr. Sieht man jetzt nicht, dass das Lindgrün ist. Sieht alles auf dem Teller gleich grün aus. Aber wenn wir gleich stempeln, sieht man das besser. So. Ich habe mir hier die Stempel schon mal vorbereitet. Mir ein A4-Blatt genommen. Und dann ganz normal, als wenn du in dein Stempelkissen reingehst, einfach hier die Farbe aufnehmen. Ich habe so 3, 4 Tücher übereinander gelegt, damit das wie so ein schön abprallt, so wie sonst auch, wie man das kennt, ne? Und dann einfach aufs Papier. So, ich merke, ich habe noch nicht genug Farbe an den Rändern, weil der Stempel recht groß ist. Da arbeite ich jetzt noch einmal nach, das ist also überhaupt kein Thema. Auch wenn du sagst, da fehlt mir noch eine Farbe, dann nimmst du einfach noch eine andere Farbe dazu. So, jetzt nochmal. Ja, geht so, aber finde ich eigentlich bei diesen Blättern gar nicht so schlecht, wenn das so ein bisschen verwaschen oder ausgewaschen ist zum Rand. Und dann wirklich einfach immer wieder, das mal wieder ins Bild, hier drüber und aufs Papier gestempelt. Ich merke gerade, man sieht das bei diesen Grüntönen nicht so richtig, dass sie unterschiedlich sind. Jetzt noch gerade 2, 3 Abdrücke schnell. Nehmen wir mal gleich was anderes. Ich habe hier noch Blau, und zwar Pazifikblau. Da mache ich noch ein paar Tropfen Pazifik dazwischen. Und nehme dann mal einen anderen Stempel. Das war diesen hier. Ihr seht, das Blau verteilt sich schon ganz gut. Da unten hat er noch keine Farbe.
So. Ah, ja. Jetzt sieht man richtig schön die Farbverläufe. Also, was lernen wir da aus mir? Nicht 3 Grüntöne nehmen, das sieht man nicht. Die verlaufen zwar schon ineinander, aber wir wollen ja diesen Effekt haben, dass es unterschiedliche Farben hat. So, und davon stempel ich jetzt hier mal ein bisschen mehr. Das ist echt eine coole Farbe. Danke, so blau-grün-Töne ist ja echt meins. So, da kann man auch übereinander stempeln. Das ist völlig in Ordnung. So, jetzt möchte ich noch ein bisschen was anderes haben. Dafür lege ich das hier erstmal beiseite und bereite mir ein neues vor. So, ich habe hier mal ein neues Feuchttuch vorbereitet. Und zwar mit Pazifikblau, Minzmakrone und Heideblüte, weil ich ein bisschen mehr Farbe drin haben möchte. Und dann nehme ich hier diesen Fleck daraus und arbeite damit jetzt noch so Flecken rein. Wenn mal irgendwie so ein bisschen Rand so hier ist, da sieht man ganz schwach. Ist nicht schlimm, stempelt man einfach das nächste Mal über. Aber mit dieser Babybleib-Technik kann man halt super schön, super schnell vor allem auch sein eigenes Designerpapier machen. Manchmal hat man das ja, möchte irgendwas gestalten, sagt, für die Person, für die ich das machen möchte, gefällt mir irgendwie gerade gar keins. Und dann macht man es einfach selber. Und man sieht jetzt auch hier zum Beispiel, da ist kaum lila in dem Fleck. Der hier dagegen hat recht viel. Es ist einfach je nachdem, wie ich das hier drauf drehe und wende und drücke, werden die Flecken halt auch mal ganz unterschiedlich. Restlichen Stempelabdrücke natürlich. So. Das reicht mir jetzt erstmal bei dem Papier. Wobei, nein, da sind mir noch zu große Flecken zwischen. Und zwar, diesen hier habe ich noch nicht verwendet. Da möchte ich jetzt aber wieder das Grün nehmen. Das lege ich hier jetzt mal wieder drauf. Und mache da noch schnell ein paar in Grün zwischen. Das gar nicht viel sein soll, das reicht mir tatsächlich schon. Ja, das ist eine Möglichkeit. Einfach sein eigenes Designerpapier mit der Babybleib-Technik. Was du auch machen kannst, mal zeigen, zum Beispiel so für Karten. Die Fische einfach in verschiedenen Farben mit Blau, Grün und Rot gestempelt. Oder hier gestempelt einmal und dann diese Streifentechnik. Die zeige ich dir jetzt. Das geht nämlich auch hiermit. Man nimmt sein Blatt. Nein, nicht sein Blatt, das sind Feuchttücher. Zieht sie einfach einmal hier so quer drüber. Das daneben nochmal. Und hat einen super coolen Hintergrund einfach. Kann das echt noch total gut benutzen. Das ist eine Möglichkeit. Wenn du sagst, Streifen finde ich langweilig. Kannst du auch in der Mitte ansetzen. Einfach so Kreise drehen. Wenn das Papier nicht wegrutschen würde. Dann hast du so einen wild gemusterten Hintergrund. Einfach ein paar Fische drauf. Sieht bestimmt ziemlich cool aus. Zeige ich demnächst mal. So. Finger natürlich dreckig, aber ordentlich Seife geht das auch wieder weg. Eine Sache möchte ich dir nämlich noch zeigen. Und zwar, wir wechseln wieder unser Feuchttuch, nehmen das andere und brauchen einen Stempelblock. Und zwar einen von den kleineren. Das ist hier Stempelblock B. Und man kann nämlich auch mit dem Stempelblock da drauf und stempeln. Das geht auch. Das ist eine ganz schnelle Technik.
So, und ich möchte in diesem Fall wirklich das Papier komplett abgedeckt haben. Du kannst ja auch nur einzelne Felder stempeln. No. Die Ecke auch bitte. Da oben will er irgendwie nicht, ne? So, das ist auch eine Möglichkeit. Da kann man auch was mitmachen. Also das hier oben ärgert mich jetzt hier gerade. Die Ecke will nicht. Naja. Auf jeden Fall, das sind die verschiedenen Möglichkeiten. Designerpapier. Hintergründe für Karten. Oder einfach drüber wischen oder drüber stempeln mit dem Stempelblock. So. Und wenn ich jetzt einmal meine Finger waschen müsste, zeige ich euch dann im nächsten Video, wie diese Box geht. Das Papier habt ihr dann ja schon fertig, wenn ihr jetzt nachbastelt. Ich hoffe, es hat gefallen. Na, will nicht. Also, so, Banderole drum. So, ich hoffe, euch hat die Vorführung gefallen. Ihr habt was Neues gelernt und probiert das mal aus. Zeigt mir gerne eure Beispiele bei Instagram oder schickt mir eine Mail. Die Daten dazu findet ihr unter dem Beitrag. Und lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Annalena.